sag dazu jetzt nichts. Das war die krasseste Lieferung aus Japan, die wir je bekommen hatten. Es war leider schon abends gewesen, als der LKW mit den ganzen Autos aus Japan kam. Deswegen habe ich da nur die Ankunft gefilmt. Es wäre leider zu dunkel gewesen mit der Kamera. Deswegen haben wir euch jetzt die Autos einmal aufgereiht, dass wir uns die zusammen einmal schön angucken können. 2 Autos sind leider schon weg, ein E46 M3 und ein E92 M3. Der E92 M3 war von einem Kumpel von uns, der konnte es leider nicht mehr erwarten und hat das Auto sofort abgeholt. Der blaue E46 M3, da wird es ein richtig krasses Projekt dazu geben, aber nicht auf meinem Kanal und da darf ich auch nicht so viel dazu sagen. Lasst euch einfach überraschen. Wir haben euch jetzt hier ein richtig krasses Line-Up hingestellt und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Was haben wir hier? Zweimal wieder E46 M3 in Phoenixgelb, 2 E92 M3 und ein F13 M6. Und wir schauen die uns jetzt kurz alle zusammen an. Der hier seht ihr ja schon, der ist etwas in Japan getuned worden. Vielleicht kennt ihr ja vom Sepp den F80 M3 mit 1000 PS. Und das ist sein neues Projekt. Da kommt was richtig Krasses. Das wird ein heftiges Projekt. Wir können auch gerne hier nochmal reinschauen. Also von Innenzustand ist er noch okay. Hier seht ihr, die Carbonleisten haben schon leichte Risse. Aber sonst Innenraumzustand. Ich bin echt gespannt, was er mit dem vorhat. Ich glaube, der wird sogar auch nicht in Phoenixgelb bleiben. Dann haben wir noch einen in Phoenixgelb. Jetzt mit einer, ja, ich sag mal, Liebhaber-Innenausstattung. Also man muss es mögen. Mit einer gelben Innenausstattung, die braucht noch mal ein bisschen Pflege. Also Kiwi finde ich geil. ja, Ich finde, es passt brutal zum Lack. Also es ist wie Laguna Seca Blau und ja, ich blaues Leder. muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Gelb-Fan, aber für die Leute, die es mögen, warum nicht? Der wird auch wieder auf Original umgebaut. Und gleich daneben haben wir einen E92 M3. Will ich nicht so viel dazu sagen, den werden wir nachher fahren. Das ist übrigens ein DKG. Dann haben wir noch einen E92 M3 als Handschalter. Den können wir uns auch gerne nochmal von innen anschauen. Der ist Baujahr 2008, ein Vor-Facelift. Auch von innen sieht er noch richtig gut aus. Auch die Ledersitze ist wirklich noch in einem krassen Zustand. Muss halt mal geputzt werden, aber ansonsten steht er schon sehr gut da. Kann man nicht meckern. Letztes Auto im Bunde, F13 M6 mit 48.000 Kilometer runter, Baujahr 2013. Den will ich auf jeden Fall fahren, weil ich bin so ein Auto, wie gesagt, 4,4 Liter V8 Biturbo noch nie gefahren. 560 PS und bin ich erstmal gespannt, wie hört sich das Auto an? Wie fährt das Auto sich? Wie geht der? Den werden wir auf jeden Fall fahren. E46 M3 werden wir nicht fahren, weil ich denke, da habt ihr bestimmt jetzt auf meinem Kanal genug vom E46. Aber den E92 M3 als DKG werden wir jetzt auch nochmal fahren. 4 Liter V8 Sauger, 420 PS. Kann man in der heutigen Zeit auf jeden Fall mal machen. Ja, und was ich auch gesehen habe. Ist eh schon eigentlich, das Line-Up ist schon gerade zu den vergangenen Bundestagswahlen perfekt eigentlich. Ne? Ja, sehr effizient auf jeden Fall. Der hat auch einen Remus Endschalldämpfer drauf. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der sich anhört. Wie gesagt, die sind jetzt alle nicht geputzt. Wir holen jetzt mal die roten Kennzeichen und starten als allererstes mit dem M6, würde ich sagen. Den hören wir uns jetzt auch gleich mal an. Original. Irgendwie ein bisschen leise. Ich dachte jetzt, der scheppert jetzt hier gleich los, aber wir können uns gerne mal den Innenraum zusammen anschauen. Vielleicht setzt ihr euch einfach mal rein.
denn der sieht nämlich richtig edel aus. Das ist mal ein geiler Innenraum. Vor allen Dingen hier alles schön beledert, Armaturenbrett beledert, Mittelkonsole aus Carbon, die Leisten hier alle an den Türen auch, alles aus Carbon. Ja, hier schön schwarzer Alcantara-Himmel. Selbst die Sitze hinten, die schauen auch noch aus wie neu. Ich meine, gut, jetzt mit 48.000 Kilometern sieht schon sehr gefüllt aus hier drin. Gleich mal einen Sitz einstellen, mal gucken, wie weit vor er geht. Den fahren wir jetzt auch mal warm. Hören uns den mal an, wie der sich unter Last anhört. So, wir sind jetzt Einfahrt an der Autobahn. Wir gucken mal. Das war ein sehr kurzes Vergnügen. Wie ihr seht, gleich Motorkontrolle angegangen. Nehmen kein Gas mehr an. Jetzt fahren wir hier mit 100 auf der Autobahn. Live! Tipptopp! Das war wieder BMW live. Oh, ich dachte, jetzt geht's ja übelst ab und das ist schon wieder... Ich hab's mir fast gedacht, weil das war bei mir auch schon auf der Landstraße. Ach so, echt? Ja, das Problem war, der Tank war komplett leer. Jetzt haben wir halb vollen Tank und 102 Söhne drin. Richtig, der Tank war komplett leer, als das Auto gekommen ist. Und die Meister vom Hafen und vom LKW und sonst irgendwas haben das Ding stundenlang leer georgelt. Also das spürt Luft im System. Ja, so dass jetzt immer noch Luft im System ist und der dann dir zeigt Zündaussetzer auf allen 8 Zylindern. Wenn du den jetzt außen anmachst, dann ist wieder normal. Ist wieder weg, aber ich kann trotzdem nicht reintreten, weil sonst kommt der ja wieder in Notlauf. Müssen wir mal probieren. Okay. Das ist halt das... Ja, steckst du nicht drin, ne? Wir machen ihn dann mal aus, probieren das nochmal, filmen das nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir sind jetzt wieder auf der Autobahnauffahrt. Auto haben wir ausgemacht, wieder angemacht, Fehler ist jetzt weg. Wir schauen jetzt einfach mal, Sehr spannend. was jetzt passiert. Ob ich gleich wieder auf dem rechten Fahrstreifen bin. Ich würde auch sagen, wir probieren es diesmal ganz geschmeidig. Du kannst ja manuell mal jeden Gang sanft höher drehen irgendwie, weißt du so, dass, oder du lässt ihn halt einfach selber. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse ihn vielleicht erstmal selber. Vielleicht ist ihm das mit dem... Vielleicht ist der deutsche Sprit so gut gewesen. Kann auch sein. Jetzt. Okay. Nee. Der rotzt. Merkst du das? Ja. Der verschluckt sich. Der vibriert auch. Seht ihr das? Wie das Lenkrad vibriert? Also entweder hat er ziemliche Unwucht. Mann ey, 48.000 Kilometer. Ja, schade eigentlich. Sehr schade. Wir gucken jetzt mal zum nächsten Auto. Ich hätte gesagt, wir hören uns jetzt trotzdem noch mal kurz von hinten an, weil jetzt ist er ja heiß. Jetzt steig mal aus und geh mal runter und dann will ich mal die Reaktion sehen. Ich höre was. Nächstes Auto. Habe mich jetzt doch dazu entschieden, ich fahre jetzt, ist ja dein Auto, ich fahre jetzt, bevor ich das DKG E92 M3 Coupé fahre, fahre ich den Schalter. Einmal hintergehen, wir machen wieder Kaltstart. Der will auf jeden Fall schon mal Sprit haben. Der ist leer. Fahren wir den mal tanken. Bewegen den mal kurz noch eine Runde. Und dann geht's in den nächsten. Kaltstart? Original das ist halt. Auch nicht die Welt. Hören wir uns nachher mal den Rebus dann an. Als Schalter ist schon geil. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, würde ich trotzdem zum DKG irgendwie tendieren. Weil halt auch einfach die Downshifts halt mega sind. Aber Schalter ist auch geil. Schwierig. Ich Schalter würde oder zum DKG DKG tendieren, aber Schalter ist auch geil. Ja, das ist das Problem. Guck mal, handgeschaltener 4 Liter Hochdrehzahl V8 in einem 3er Coupé, sowas wird es halt nie wieder geben. Ja. Ist einfach geil, wenn du von vorne mehr hörst als von hinten. Ach, diese Hochdrehzahl.
richtig Bock. Ansprechverhalten geil, Sound geil, Auto geil, alles geil. Es spricht nichts dagegen, sich einen 4-Liter V8 zu holen. Außer der aktuelle Spritpreis, der bei knapp 2 Euro liegt. Schon übel, ne? Wir haben gerade getankt. 25 Liter, genau für 50 Euro. Perfekt. Handschalter macht Bock, aber irgendwie mich kribbelt so ein bisschen in den Fingern. Ich will jetzt DKG fahren. Wir machen noch mal kurz einen Soundcheck. Wenn wir da sind, noch mal kurz im Stand und dann springe ich direkt in Springst DKG. direkt rein. Springe ich direkt rein. Ach, ich bin nicht angeschaltet. Machen wir noch mal kurz Soundcheck. V8 ist halt V8. Der kann es halt einfach. Der klingt einfach geil. 4 Liter V8. Was will man da zu viel sagen? Es klingt einfach geil. Wer das nicht geil findet, Der ist dumm. nächster V8. Also die Endrohre hier, die sind auch nicht so schön. Gar nicht mal so geil, ne? Nee, irgendwie nicht. Aber wir hören uns den jetzt mal Kaltstart an. Mal schauen, wie der klingt. Wie gesagt, Remus Endschaltdämpfer hat er drauf. Ja, man hört schon ein bisschen mehr. Bisschen bassiger. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, den müssen wir auch noch tanken und dann drehen wir mit dem mal runter. Sprit, warm fahren und dann gucken wir mal, wohin uns der Weg bringt. Hört sich gut an. Ich sag dazu jetzt nichts. Willst du Sachen machen oder wie? Ich will mal was probieren. Das sah schon gut aus. War schon okay. Du kannst noch ein bisschen, jetzt habe ich die Kamera leider zu spät angemacht, kannst noch ein bisschen weniger Gas geben, dann qualmt es nicht zu euch. Also dann machst du die Reifen nicht so. Kaputt. Wobei, du hast so einen Partner. Ah, stimmt. Da muss man erst wieder ein bisschen reinkommen. Wenn man das lange nicht gemacht hat, dann Größere Kreise, danke jetzt. größere Kreise. So, an der Stelle würde ich mich auch direkt bei euch verabschieden und lasst mir wieder einen Daumen nach oben da, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Haut's gerne wieder unten in die Kommentare. Ich sag mal vorher, schreibt es euch auf, ich werde an diesem Auto nicht viel umbauen, er soll original bleiben. So ist der Plan. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video.